Ja, meine Damen und Herren, wir haben in der nächsten Auktion für Sie einen wunderschönen indo-persischen Prunkschamschir. Ein wirklich tolles Stück. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Stück erstmal so an, wie es hier vor mir liegt. Und dann erzählen wir eine kleine Geschichte dazu. Wir haben hier eine sehr kräftige Klinge aus Wutzdamast mit vielen Schriftkartuschen drauf, in Gold eingelegt, in Goldtausier. Dazu ein silbervergoldetes Gefäß mit Emaille-Verzierungen und geschliffenen Rubinen und Diamanten. Dazu eine samtbezogene Scheide, deren Beschläge ensuite zum Gefäß ebenfalls verziert sind, auch mit grünem Emaille, mit Steinen und allem, was so das Herz begehren kann. Das ist aber eigentlich noch nicht wirklich das Highlight dieses Stückes, weil da auch eine ganz große Geschichte auch dahinter steht. Zunächst mal, die Inschriften auf der Klinge selber sind verschiedene Koransuren, verschiedene Einleitungen zu Koransuren, aber die Klinge ist auch signiert, und zwar von Asad-Ullah Isfahani. Das ist im Grunde genommen der berühmteste und geschätzteste Schmied des ganzen Orients. Persien, ist aber auch die Klinge aus Wutzdamast von toller Qualität. Aber was noch hinzukommt, die Klinge ist Nadir Shah Afshari gewidmet. Nadir Shah war im 18. Jahrhundert ein Schah von Persien, der aber insofern bemerkenswert ist, weil er eine unglaubliche Karriere hinter sich gebracht hat. Nadir Shah war der Sohn eines kleinen Bauern, dessen Vater sehr früh verstarb, und er und seine Mutter wurden daraufhin in die Sklaverei verkauft. Dort konnte er entkommen und schwang sich zu einer Art Söldnerführer auf. Seine großen Vorbilder waren Timur-Lenk und Genghis Khan, und denen versuchte er immer nachzueifern. Und in diesem Eifer, ein großer Krieger zu werden, war er so erfolgreich, dass er es wirklich schaffte, auf den Thron von Persien zu steigen und von dort einen ziemlich erfolgreichen Eroberungsfeldzug durchzuführen. Das reichte von den Grenzen des Osmanischen Reiches bis nach Indien, bis Delhi rein. Und da wird es auch wirklich interessant, weil 1739 eroberte er Delhi. Und als die Belagerung beendet war, ließ er sich einen Tribut auszahlen. Die bestand aus 700 Elefanten, 4000 Kamelen und 12.000 Pferden. Alle mit Gold, Edelsteinen und sämtlichen Preziosen, die man sich vorstellen kann, beladen. Gleichzeitig brachte er auch den berühmten Pfauenthron der Mogulkaiser mit nach Persien, der daraufhin, seit also der Mitte des 18. Jahrhunderts ungefähr, der Thron der persischen Herrscher wurde. Aber wie solche Geschichten oftmals enden, nach seinem raketenhaften Aufstieg plante er eines Tages, und zwar im Jahr 1747, einen Feldzug nach Kurdistan. Und daraufhin wurde er von abtrünnigen Offizieren im Feldlager kurz vor Beginn des Feldzuges ermordet, und damit endete Nadir Shah Afshari, eine der farbigsten, schillernden Gestalten des ganzen Orients, der von westlichen Historikern gern als der Napoleon des Ostens bezeichnet wurde.